Moment, und go. Ja, pozdravljeni. Tako rad bi povedal, da da smo se en par dni družili z kolegi, s podobno mislečimi kolegi, tukaj v samostanu v Talbachu. Rad bi povedal, da je bila super izkušnja. Naredil sem par res miselnih prebojev na določenih področjih v življenju, na podlagi izmenjave mnenj z ostalimi ljudmi, se pravi mladeniči dobre volje. Also wir haben viel gelernt über Paulus, wie er gereist hat, seine apostolische Reisen, was er geschrieben hat. Und wir haben das auch vergleicht mit den Audienzen von Papst Benedikt. Und das war wirklich sehr interessant. Er geht so in die Tiefe mit seinen Katechesen. Und das ist für mich einfach nur bemerkenswert. Dieses biblische Wissen. Und ich glaube, das ist jetzt für mich das, was Benedikt ausmacht. Einfach nur dieses Wissen, wenn es um die Schrift geht. The thing that struck me the most about St. Paul is that he was able to listen to the calling of Jesus Christ, which converted him from a persecutor to a firm believer in Christ. I mean, it's something unbelievable. Der heilige Paulus ist für mich ein Mann, der alles gegeben hat, ein Mann, der wirklich sein Herz hingegeben hat für Jesus Christus, der entdeckt hat, dass in Jesus Christus wirklich die ganze Fülle ist. Was ich vor allem sehr mag, dass er ein Mann war, der sehr, sehr viele Niederlagen erlebt hat, aber diese Niederlagen haben sich natürlich in Siege umgewandelt, weil er auf Jesus vertraut hat, auf seine Vorsehung, in seine Liebe. Er war wirklich ein Kämpfer, ein Liebender und einer, der für alle da ist, auch in diesen Tagen. Was ich ganz besonders finde an der heilige Paulus ist, dass er so viel gereist hat und das christlichen Glauben an so viele verschiedene Orte durchgegeben hat. Was mir wirklich aufgefallen ist beim heiligen Paulus, ist, dass er eben ganz in das eigentlich größte Geheimnis der Kirche, und zwar das Ostergeheimnis, eingedrungen ist und dass seine ganze Theologie auch wirklich einem hilft, wenn man seine Briefe liest und auch die Apostelgeschichte, tiefer in dieses Geheimnis einzudringen, was der zentrale Punkt unseres Glaubens ist. Der heilige Johannes Chrysostomus, der hat einmal gesagt, das Herz des Paulus ist das Herz Jesu. Das beeindruckt mich sehr bei Paulus, dass er so innerlich mit Jesus verbunden ist. Und ich denke, das ist auch die Quelle seiner Freude. Paulus hat einmal gesagt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Und das ist auch mein persönlicher Primizspruch. Theologische Themen haben mich auch schon immer interessiert. Auch bei der KG in Wien zum Beispiel das Q&A mit Pater Simon, wo man Fragen stellen kann um Kirche, Glauben und die Theologie. Und dann hat mich Pater Simon eingeladen und hat mich überraschen lassen. Und bin positiv überrascht und bin gerne hier und verfolge das Programm. Worum ist es in den Benedikttagen gegangen? Ich würde drei Begriffe nennen. Das erste, Vertiefung des Glaubens. In diesem Jahr vor allem ausgehend von der Gestalt des heiligen Paulus. Dann Vertiefung der Freundschaft mit Jesus Christus im Gebet, in der Anbetung, im Rosenkranz, vor allem in der Heiligen Messe. Und dann drittens, Freundschaften schließen. Freundschaften von Gleichgesinnten. Das ist so wichtig, die Freundschaft mit dem Herrn und die Freundschaft untereinander. Das trägt uns, gerade auch in unserer Zeit. Was mich wirklich sehr beeindruckt hat, ist, wie gut wir miteinander ausgekommen sind, obwohl wir uns größtenteils vorher gar nicht kannten. Wir sind wirklich eine Gemeinschaft, die verbunden war im Herrn, eine echte Verbundenheit in Freundschaft. So konnten wir miteinander arbeiten, studieren, spielen, aber auch beten. Und was gibt es Schöneres als das? And maybe you have prayed a few times and have seen no change. Or maybe in your own life you say you have a special intention to pray for something. This or this has to change. And have you really gone on your knees? Have you implored God? How big is your trust? How big is your perseverance in prayer?
Jaz mislim, da med nami je te dni zelo izraziti deloval Sveti Duh, ki je tudi omogočil, da smo vsi dobili neko poglobljeno razumevanje vere in tudi dosegli določene preboje na določenih področjih.